Es geht los. Ja, wir sind hier in unserem Bus. Ja, mein Bruder Paul und ich, Jonas, heiße ich. Wir sind Last Attraction, ein Street Art Performance Duo und nehmen euch mit auf eine Performance-Reise. Genau, wir sind auf dem Weg. Also wir haben heute Mai. Es hat den ganzen Tag geregnet. Jetzt kommt gerade die Sonne raus, wie man so ein bisschen sehen kann vielleicht. Es wird jetzt täglich oder auch alle paar Tage ein neues Video geben, wo wir dann sind. Ob wir mit diesem alten Mercedes-Bus, das vielleicht noch zu sagen, der ist genau 42 Jahre alt, von 1981. Dein Baujahr? Mein Baujahr und ist ein Mercedes 508D. Fans oder Leute, die das mögen, wissen jetzt, um was es geht. Und wir haben immer wieder auch gewisse technische Schwierigkeiten gehabt in den letzten 10 Jahren. Die wir dieses Mal bestimmt auch wieder haben werden. Uns ist mal ein Reifen geplatzt auf der Autobahn. Also, genau. Stecken geblieben sind wir schon. Und mich fragt jetzt einmal mein Bruder, was das hier zu bedeuten hat. Gift. Das ist unser erster YouTube-Try. Willst du irgendwas dazu sagen, Paul? Die Hand aus dem Schritt, das will ich sagen. Also, welche Richtung schlagen wir ein? Görlitz, oder? So wird das nichts. Also nee, so wird es nichts. Kann ich nicht jetzt machen, das ist wirklich ganz schlecht. Fang nochmal an. Nee, Fang noch mal an. Hallo und herzlich willkommen hier. Ja, war gut. Nee, komm, Entschuldigung, das war mein Fehler. Und go. Ich habe vor ein paar Tagen gesagt, das Ganze ist die Polen-Performance. Das ist der Arbeitstitel von meiner Seite. Okay. Genau, also wir freuen uns total, wenn die Karre anspringt und wir losfahren können. Und wir freuen uns auch, wenn ihr dabei bleibt. Ja, wir sind tatsächlich jetzt zeitsprungmäßig kurz vor der Abreise. Ja, hat gedauert. 2 Tage, glaube ich. Also wir sind sozusagen ausgestattet mit verschiedenen Kostümteilen etc. etc. Wir müssen jetzt noch tanken vor allem. Luftdruck, genau. Ich glaube, es sind 5 Bar pro Reifen. Also, ich meine mich zu erinnern. Ja. Details. Ja, also bevor wir euch hier langweilen, Fahren wir, starten wir los. fahren wir einfach, ja. Fahren wir rein. Last Attraction. Last Attraction. Wir sind an der Autobahn, die Nacht war laut und man hat irgendwie das Gefühl, es sind 500 Autos durch den Kopf gefahren. Also ich fand es auch eine richtig scheiße Art und Weise, weil wir sind hier an so einer Raste auf dem Weg Richtung Erfurt und die Toilettensituation ist entsprechend voll, oder Paul? Also man kommt in die Toilette rein, sanifair. Und dann ist da erstmal eine Schlange von sehr vielen Männern tatsächlich. Und dann stehst du da an, die für das große Geschäft anstehen, verhindern, dass die für das kleine Geschäft anstehen, merken, weil man muss so um die Ecke anstehen, ganz kleine Toilette für eine riesige Autobahnraststätte, muss man dazu sagen, dass die 3 vorhandenen Pissoirs alle frei sind. Aber da stehen halt 3 zum Kacken an und deswegen kommen die hinten zum Pissen anstehen, kommen nicht in den, sage ich mal, Wirkungsbereich der Erfahrung zu sehen, dass die Pissoirs frei sind, dass sie einfach durchgehen könnten. Aber wenn man halt durchgehen will, dann wird man halt aufgehalten, nicht vordrängeln. Und dann, wenn man es geschafft hat, und wieder zurückkommt, stehen alle vor den Waschbecken, steht wieder vor den Waschbecken, vor den 2 Waschbecken stehen wieder eine Riesenschlange, weil alle dann so vor dem Wasser anstehen. Weil es ja Bewegungsmelder. Und dann steht man da und denkt sich einfach nur, so eine schöne Welt hat man sich gebaut. Alles Fortschritt. Was hat der Kaffee gekostet? 16 Euro, glaube ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel Mitglied wäre von so einer, wie nennt man das, Charity-Institution, wie von so einer Wohltätigkeitsinstitution im Universum, so, die sich so gefährdete Spezies angucken, gefährdete Planeten angucken und dann jetzt hier auf die Erde geschickt werden würden mit dem Auftrag, das zu begutachten und ein Gutachten zu erstellen, inwieweit das jetzt förderungswürdig ist, sage ich mal. Wenn ich mich dann hier auf die Autobahnraststätte beamen würde und mir so die Gesichter angucke, dann würde ich mal einen Bericht schreiben, vielleicht nicht. Oh, ich freue mich so auf den Kaffee, auf einen guten Kaffee, nicht auf diesen scheiß Tankstellenkaffee. Das ist der Hammer.
Also ich würde schon gerne nach Polen reinfahren. Für mich ist das Hauptziel unserer Performance eigentlich Polen. Ja, weil du hattest gesagt, nach Görlitz und von da aus zurück. Also eher zurück, also eher die Rückreise als Performance. Ich will nach Polen rein. Ja, cool, ich auch. Ich habe Polen-Performance gesagt. Ja, ich weiß, deswegen. Also, Mich reizt das Ausland, mich reizt die fremde Sprache, dass die Leute kein Deutsch reden. ja, total. Und auch die Mentalität zu gucken. Ich war noch nie in Polen, ey. Also, ich finde es spannend. Für mich würde eigentlich sagen, die Hauptzeit, wir machen all das, was wir wollen, bei McDonalds, am Parkplatz, durch Städte, unser Theaterprogramm, machen wir in Polen. Es ist genau das eingetreten, was mein Bruder noch vor ein paar Stunden angekündigt hat. Ja, wir sind hier also an der Aral hängen geblieben bei Gera. Karre gestoppt, Anlasser geht nicht mehr an. Es gibt Leute, die das kennen, das Phänomen vielleicht. Wir natürlich erstmal totale Panik. Schnappatmung, Migräneanfall, erstmal hinlegen. Aber dann Glück gehabt, weil die Tankstellenwärterinnen waren total nett und wir hatten ein mega Schwein, weil genau in der Nachbarschaft ist eine riesen Mercedes-Werkstatt gewesen. Da bin ich dann schnell hingerannt. Paul hat Wache gehalten und dann waren da 2 super Mercedes-Mechaniker, die uns sofort gesagt haben, Leute, nehmt einen fetten Hammer mit, geht unter den Bus, haut gegen den Anlasser und gleichzeitig starten. Ja, wie ein alter Fernseher. Draufhauen hilft halt manchmal auch bei den alten Sachen. Jetzt läuft er wieder. Und wir haben sogar einen Hammer geschenkt bekommen von Mercedes-Benz. Ja. Geht weiter. Mercedes-Benz machst du jetzt Werbung, ja? Mercedes-Benz. 3 Follower, du machst jetzt Werbung. Heute Morgen hat er ja diese Ankündigung gemacht, er würde, als wenn er jetzt auf einem anderen Planeten quasi so eine Art Gremium vertreten würde von Außerirdischen, die entscheiden sollen, ob die Menschheit weiter existieren soll oder nicht. Da hat er ja relativ pessimistisch darauf geantwortet. Bruder, ja? Wie würdest du heute darauf antworten? Ich würde einfach sagen, Mercedes-Benz. Geht weiter. Das erste Mal sich zu trauen, loszugehen und zu gucken, was passiert, das ist doch immer voll die Hürde. Ich muss mir das selbst bestätigen, dass mir das wirkt. Also ich muss mir das vergegenwärtigen oder ich muss mich daran erinnern, dass mich das, und zwar emotional daran erinnern, dass mir das wirklich so viel gibt, dass ich diesen ganzen Aufwand mache und dass ich auch diesen Mut habe, dann mit so einem Kostüm mich in die Leute zu schmeißen, wie dieser Mensch, der am Kölner Dom an uns vorbeigegangen ist, als wir da waren, und der halt einfach gesagt hat, so, boah, es ist unnötig. Und dann gleichzeitig, während du das machst, dich dann trotzdem über dieses Kommentar zu freuen zu können, weil du denkst so, ja, Mann, das ist so voll unnötig, aber es macht so froh. Also ich hab das jetzt auch, also ich merke das dann, wenn die Erschöpfung auch einsetzt. Also jetzt habe ich vorhin, als wir dann so bei Görlitz angekommen sind, wir sind übrigens in Görlitz angekommen oder an einem See bei Görlitz, ehemaliges Braunkohleabbaugebiet. Wie man auch an dem wunderschönen See, der 10 Jahre hat es gedauert, um den See zu fluten, haben wir gerade gelesen. 10 Jahre. Habe ich vorhin so gemerkt, wenn ich dann erschöpft werde körperlich, dann merke ich, oh, dann merke ich, schwindet mein Mut. Dann merke ich, oh krass, ich bin am Arsch, so, ich bin durch. Und dann die Vorstellung, dass wir morgen dann zum ersten Mal in Görlitz uns in unsere Kostüme werfen und auf die Straße gehen, merke ich dann, oh krass, also was du gerade beschrieben hast. Ja. Dann fange ich auch an zu zweifeln. Ja. Dann merke ich aber, eigentlich fehlt mir was zu essen und Energie. Genau. Ja, weil wir haben ja viele Erfahrungen gemacht, dass uns das total beglückt und dass wir Begegnungen haben. Gell? Und das ist irgendwie, das ist, was wir uns ja irgendwie wünschen, die, sagen wir mal, die Intervention in die Realität mit unseren fantasievollen Aspekten, sage ich mal so, gell? Unseren Figuren. Aber ich habe das immer wieder, Paul, vor allem, wenn wir es lange nicht machen, dass immer wieder dieses Ding kommt, wie so eine Ladehemmung, wie so eine Schwelle, wie so ein Druck, wie so ein ja, krass, keine Ahnung, ey. Was machen wir hier eigentlich? Und es ist immer so aufregend. Eigentlich immer wie beim ersten Mal, als wir in Schottland in Stonehaven waren und wir uns die Kostüme angezogen haben, ohne dass wir die jemals eigentlich getestet hätten, mit dem Auto nach Schottland gerast sind und dann in Edinburgh uns nicht getraut haben, beim Fringe Festival, da irgendwie über die Straße zu laufen, dann in so ein Nachbardorf, Stonehaven, an die Küste zu fahren und dann da uns in die Kostüme zu schmeißen
Und einfach nur an den Strand zu laufen und plötzlich merkst du, oh krass, ich habe ein Vogelkostüm an, aber wie geht eigentlich ein Vogel oder wie spricht der Vogel eigentlich? Und du so, ja, ich weiß auch nicht, wie ich gehe. Und dann plötzlich stehen da Leute rum, fangen an zu filmen und man hat Reaktionen und da fing die Reise an. Und aber dieser Momentum von des Davors, Die Angst. Ja. Die Angst. Also ich oder auch die Scham teilweise. die Scham, die Angst. Was machen wir da? Der Zweifel. Scham, Angst und Zweifel sind Begleiter, also sind auf jeden Fall auch Teil dieses Projekts. So immer. Die aber sich dann verwandeln können in Freude, Mut, Lust, Kühnheit, Überraschung, völlig Unerwartetes. Ja. Dass uns diese Art von Performance oder diese Art von Versuch in der Realität mit unseren Figuren aufzutauchen, dass uns das so maximal ins Jetzt ballert. Ja. Weil wir proben nicht, wir planen nicht. Wir haben eine Grundanlage, die wir in Form der Kostüme mitbringen, aber dann begeben wir uns ins Jetzt, in die Realität, mit dem, was uns begegnet. Dann entsteht etwas, was wir können es nicht vorhersagen. Genau. Die absolute Unvorhersagbarkeit und Unvorhersehbarkeit. Meistens führt es zu einer Überraschung, ne? Irgendwie. Ja. Und jetzt halt, was für diese Tournee auch das speziell Besondere ist, ist ja, dass wir uns noch mehr trauen wollen, in die Interaktion mit Menschen zu kommen, vielleicht auch mit Tieren. Also so unsere letzte Tournee sozusagen war eben im Meer auf Lost Places bezogen, also einsame, seltsam verschrobene, zerstörte, ungewöhnliche Orte, an denen wir mit uns selbst und dem Ort interagiert haben. Jetzt ist die Prämisse eben Interaktion mit Menschen, mit Lebewesen und zu gucken, weil das natürlich nochmal anders fordert. Und das ist also dann jetzt morgen Sonntag in Görlitz so eine Art Premiere oder Start? Settings, kleine Handlungen, die wir ausprobieren wollen und gucken wollen, ob es funktioniert oder was funktioniert oder zu was es führt. Eigentlich nicht, ob es funktioniert, sondern zu was das führt. Was für ein Ergebnis. Oder nee, nicht was für ein Ergebnis, sondern was es mit uns macht und was es mit dem Ort macht und was es mit den Leuten macht. Und, Genau. Da haben wir morgen was vor. Last Attraction. Morgen geht's los. Es riecht massiv nach Diesel gerade. Wir stehen immer noch an diesem wunderschönen See bei Görlitz und haben mal gerade hier die Motorhaube abgenommen und festgestellt, dass möglicherweise hier eine Dieselleitung undicht ist. Also es setzt sich sozusagen weiter fort. Ja, jetzt haben wir quasi die Nummer mit dem Anlasser gelöst. Und damit es schön weiter spannend bleibt, sind wir jetzt an den Dieselleitung dran. Ich habe auf jeden Fall Massen an Kabelbinder. Kann man ja auch als Klammer benutzen. Aber vielleicht sollte man noch kurz dazu sagen, dass das jetzt hier nicht ein total desolates Auto ist. Das Ding ist 42 Jahre alt, haben wir ja schon erwähnt. Und es ist einfach so, dass bei so einem Oldtimer natürlich, wenn man was repariert, dann kann es eben sein, dass irgendwann eine andere Stelle, die schon lange nicht mehr repariert wurde, dann auch repariert werden möchte. Also es ist sozusagen eine kontinuierliche Verkettung von Sorgearbeit, die man eigentlich leisten muss. Der ist viel zu schmal. Ah, fuck. Ist da? Hier, da ist doch die Kiste. Das kann schon anderer Schlitzschrauber. Ah, da. Werkzeug müssen wir vorher immer checken. Und ja, schon wieder ausmachen zwischendurch. Und lieber endlos lange, wie ich da an dem Ding rumdrehe. Wie die Römer essen wir im Liegen. Boah, mein Bruder hat gekocht, ey, und das ist einfach fantastisch. Normalerweise essen wir vorne, aber da stinkt es gerade so nach Diesel. Ja, also ich habe mein Bestes gegeben mit dem Flicken der Leitung. Wir können es jetzt noch nicht genau sicher sagen. So, wir werden morgen mal starten und gucken, ob die Plörre da rausläuft. Aber jetzt ist gerade das Aroma in der Luft einfach echt so. Deswegen vorne ist jetzt erstmal abgesperrt. Forbidden District und jetzt wird erstmal gemampft. Ja. Und morgen geht's nach Görlitz.